Theologic TwinFit Implantatsystem vorgestellt. Vielleicht können Sie kurz sagen, was Ihr erster Gedanke dazu war. Also zunächst war ich wirklich überrascht darüber, dass ein so sehr gutes Produkt wie das Theologic Implantatsystem eben immer doch noch zu verbessern ist. Ich arbeite ja mit dem Theologic Implantatsystem seit 2005 schon und das sind ja mittlerweile 13 Jahre. Und 2013 kam dann das ST-Implantat dazu und an sich war mir nicht aufgefallen, dass es da noch eine Verbesserungsbedürftigkeit oder Entwicklungsbedürftigkeit gibt, weil ich sehr zufrieden war. Insofern war es zunächst eine Überraschung. Und zweitens habe ich mich auch sehr gefreut über die neue Entwicklung, weil ein paar Dinge da sind, die sich ergeben haben, die wir nicht vermuten konnten. Diese Flexibilität in der prothetischen Behandlung und das zurückgekehrt ist in das System eine große Sicherheit, vor allem für Kollegen, die so am Anfang sind in der chirurgischen Behandlungsphase. Was hat Sie an diesem Implantatsystem besonders überzeugt? Besonders überzeugt hat mich die Flexibilität des Implantatsystems. Wir haben ja die Möglichkeit, nachdem ein Implantat gesetzt wurde, nachdem es inseriert wurde und eingeheilt ist, zu entscheiden, ob wir eine Konusverbindung einerseits oder eine Anschlagverbindung wählen. Das ist für viele prothetisch arbeitende Kollegen ein großer Vorteil, das nachträglich zu tun und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das gab es bisher, soweit ich weiß, und ich weiß ziemlich genau, gab es nicht. Ne? Und zweitens, die Flexibilität im chirurgischen Bereich bezieht sich darauf, dass es eben möglich ist, entweder mit Tiefenstopp zu arbeiten oder ohne Tiefenstopp. Und das hat eigentlich mit Vorlieben von Zahnärzten zu tun, mit klinischen Situationen und mit dem Gefährdungspotenzial von Patienten. Welchen besonderen Vorteil bietet das Implantatsystem in der chirurgischen Aufbereitung? Für mich persönlich liegt der Vorteil darin, dass ich das Advanced Aufbereitungskit verwenden kann mit einer Standarddrehzahl, also ein bisschen schnellere Drehzahl und Wasserkühlung, wie das so allgemein bei den Implantatsystemen üblich ist. Und außerdem auch mit einer Low-Speed-Präparation. Low-Speed-Präparation ist das Arbeiten ohne Wasserkühlung mit einer sehr langsamen Drehzahl und drucklos. Viele meiner Kollegen gehen langsam auf dieses Präparationsprotokoll über, weil es verschiedene Vorteile bietet. Unter anderem der größte Vorteil ist, dass wir dabei hochvitale Knochenzellen gewinnen können, die wir für unsere Augmentationen einsetzen. Das ist ein Vorteil in der chirurgischen Phase für mich persönlich. Für Kollegen, die am Anfang ihrer implantologischen Entwicklung sind, ist ein riesiger Vorteil, dass es möglich ist, optional auch den Tiefenstopp einzusetzen, der dazu führt, dass vor allem in den Bereichen, in den Unterkiefer-Seitenzahnbereichen, in Bereichen, in denen man vielleicht die Sicht nicht optimal ist, eine sehr sichere Präparation möglich ist und die Gefahr nicht mehr besteht, dass man über die gesetzte Tiefe hinaus präpariert. Welche besonderen Vorteile sehen Sie in der prothetischen Versorgung? Der Vorteil in der prothetischen Versorgung ist natürlich, dass erstmalig es möglich ist, nach der Platzierung und nach der Einheilung eines Implantates zu entscheiden, ob eine Konusversorgung oder eine Anschlagverbindung hergestellt werden soll. Es gibt Kollegen, die favorisieren prothetisch Konusverbindungen, es gibt Kollegen, die favorisieren Anschlagverbindungen und hier ist jetzt besteht die Möglichkeit, dass auch nach der Einheilung festgelegt werden kann, welche Verbindung hergestellt wird. Es ist ja auch so, dass im Vorfeld natürlich die Planungen geschehen und wir wissen, welche Verbindungen die Kollegen favorisieren. Aber nicht jede chirurgische Planung lässt sich auch 1:1 umsetzen. Es gibt manchmal Situationen, bei denen die Neigung des Implantates eben doch etwas anders ausgerichtet werden muss, als wir das eigentlich uns wünschen. Und damit entsteht eine große Freiheit, die prothetische Versorgung der klinischen Situation im Nachhinein doch noch anzupassen. Welche Indikationen können mit Theologic TwinFit versorgt werden? Wir setzen Theologic TwinFit bei allen Situationen ein, die klinisch auf uns zukommen. Es gibt keine Indikation, die implantologisch gelöst werden kann, die wir nicht lösen können mit dem TwinFit-Implantat. Welche Zielgruppe spricht Theologic TwinFit besonders an? Theologic TwinFit ist geeignet für jeden Zahnarzt, der implantologisch behandelt, sowohl für den Prothetiker als auch für den Chirurgen.
Der Chirurg hat den Vorteil, dass er sehr flexibel sein Präparationsprotokoll anpassen kann. Er kann einen Tiefenstock verwenden oder er arbeitet ohne Tiefenstock, je nach klinischer Situation und Gefährdung des Patienten. Er kann zudem das System verwenden in Low-Speed-Präparation oder mit einer Standardpräparationsgeschwindigkeit. Und der Prothetiker hat natürlich den großen Vorteil, dass er seine Verbindungsart anpassen kann und frei wählen kann, auch nach der Insertion zwischen einer Konusverbindung und einer Anschlagverbindung. Ich persönlich habe noch einen weiteren Vorteil. Ich arbeite mit verschiedenen Kollegen zusammen, Prothetikern, die uns Patienten überweisen. Und dabei gibt es Kollegen, die gerne Konusverbindungen anwenden und andere, die es weniger gerne tun und Anschlagverbindungen bevorzugen. Und ich kann ein Implantat setzen, ohne dass im Vorfeld klar geklärt werden muss, welche Art der Verbindung eigentlich auf das Implantat aufgesetzt werden soll. Wie unterscheidet sich Theologic TwinFit zu anderen Implantatsystemen? Das Alleinstellungsmerkmal und tatsächlich der riesige Vorteil von dem Theologic TwinFit-System ist die große Flexibilität. Und die haben wir in der Chirurgie durch die Möglichkeit, verschiedene Präparationsprotokolle auszuwählen, mit Tiefenstock zu arbeiten oder ohne Tiefenstock zu arbeiten und genauso in der Prothetik durch die nachträgliche Auswahl, und das ist tatsächlich bisher überhaupt noch nicht bei keinem Implantatsystem möglich, nach der Insertion und nach der Einheilungsphase zu entscheiden, möchte ich eine Konusverbindung verwenden oder eine Anschlagverbindung. Theologic TwinFit, it's my choice. So, hallo. Sie nehmen jetzt den Dr. Hoffmann im Interview auf, oder was ist das Problem? Ja. Es wird ja danach sowieso geschnitten. Ne? Ja. Also ich mache einfach nochmal. Die Frage kenne ich. Noch ein bisschen nachdenken müssen, das muss dann wieder schneiden. Genau. Ich habe schon vergessen, ich bin schon bei der nächsten. Ja, genau. Okay, passt. Nochmal. Bitte. Erstmal für mich und dann worum geht's? Wie unterscheiden? Ich hätte nicht auf. So, stimmt. Okay, ganz einfach in die Mitte. Theologic TwinFit ist my choice. Theologic TwinFit, it's my choice.